Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, we thank you for this new week. wir danken dir für diese neue Woche. We pray for this week, Lord, that we would have more faith. Wir beten für diese neue Woche, dass wir mehr Glauben haben, That you teach us to look away from self dass du uns lehrst, wegzuschauen von uns selbst and look to Christ und auf Christus zu blicken and believe that you'll give us all the graces necessary und zu glauben, dass du uns all die Gnaden gibst, die wir brauchen and that you, if we are faithful, will finish the work in us. und dass, wenn wir treu bleiben, dass du das Werk auch in uns vollenden wirst. Help us, Lord, to understand the practical illustration this morning Hilf uns bitte, auch diese praktische Anwendung heute Morgen zu verstehen and what it means for us at the end of the world. und was es für uns hier am Ende der Welt bedeutet. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten darum im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, good morning, everybody. Guten Morgen alle zusammen. 1 second. Okay, this morning we're going to have a look at the Jubilee. Also heute Morgen wollen wir uns das Jubeljahr anschauen. Now, 1 second. Right here, right, is just a symbol of this little time period we're in, this number 10, right? Also das hier ist einfach nur ein Symbol für diese kleine Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, in der Zeit 10. And we understand that this is the time of the end, Wir verstehen, der Anfang der 10 ist ja die Zeit des Endes. but we also understand that this was prefigured by October 22nd, right? Wir wissen auch, dass es durch den 22. Oktober vorausgeschattet worden ist. And what I mean by that is that it's the beginning of the investigative judgment. Und was ich damit meine, ist, dass das den Anfang des Untersuchungsgerichts markiert. Okay, and we understand that this is this time period where at the end of the investigative judgment he will say it is finished. Right? Wir wissen, dass das dann auch diese Zeitspanne hier darstellt, wo er am Ende dann sagen wird, es ist geschehen. Okay, so doesn't matter. We'll lay these things as we go along. But if you turn in your Bibles to Leviticus 25. Und wir werden die Dinge noch weiter auslegen, wenn wir weiter fortfahren. Und gehen jetzt erstmal zu 3. Mose 25 in unserem Bibel. And let's begin in verse 1. 3. Mose 25 ab Vers 1. It says, And the Lord spake unto Moses in Mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land. A Sabbath for the Lord, thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of the vine undressed, for it is a year of rest unto the land. And the Sabbath of the land shall be meat for you, for thee and for thy servant and for thy maid and for thy hired servant and for thy stranger that sojourneth with thee, and for thy cattle and for the beasts that are in thy land shall all the increase thereof be meat. Okay, so okay, I'm trying to remember how we viewed this yesterday. But it doesn't matter, right? But we understand that there's 7 days, right? Also wir verstehen, es gibt 7 Tage.
Six, and the seventh was to be a Sabbath, right? Der 7. Tag sollte ja ein Sabbat sein. And this is one of the first places in the Bible where you can prove the day-year principle. Und hier, das was wir gelesen haben, ist eines der ersten Stellen in der Bibel, wo du das Tag-Jahr-Prinzip bestätigen kannst. Right, because obviously in Genesis you have 6 days, and then the seventh day they were to keep a Sabbath, so you have this comparison, right? Im ersten Buch Mose hatten wir die 7 Tage und der 7. Tag war der Sabbat, und hier haben wir dann diesen Vergleich mit den Jahren, dasselbe Muster. Okay, so, but just let me, in fact, if you just go to verse 8. Wenn wir jetzt zu Vers 8 gehen. It says, "And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Then shall thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall you make the trumpet sound throughout all your land." Right? Bis Vers 9. So, not only was the 7th day a Sabbath, but you had, let's just say that you were to multiply this now by 7 times, right? So, Also es war nicht nur, dass das 7. Jahr jeweils ein Sabbat war, sondern du solltest auch die 7 Jahre dann mal 7 nehmen, also ein 7er Zyklus einführen. So this was now 7 times this, right? Das war dann 7 mal das. 7 times that's 49, right? Also 7 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das wäre dann 49. And then the next year would be the 50th year would be a Jubilee. Also wenn das jetzt hier das 7. Mal wäre, dann wäre das nächste Jahr dann das 50. Jahr, das wäre ein Jubeljahr. Right? We get Richtig. that. So Ja, folgen? this year here would be the beginning of this next cycle. Aber dieses Jubeljahr wäre dann schon gleichzeitig der Anfang des nächsten 7er Zyklus, richtig? So it's the first year of the next 49 years. Also das wäre das erste Jahr der nächsten 49 Jahre dann. So you've got 49 years, and then the first year of the next 49 years is a Jubilee, and then 49 years cycle again, right? The first year of the next 49 years is a Jubilee, right? Also das hier 49 Jahre, dann das Jubeljahr, und das wäre dann das erste Jahr des nächsten 49er Jahreszyklus, wo du dann wieder das 50. Jahr darauf ein Jubeljahr hast, was wiederum das erste Jahr des nächsten 49er Jahreszyklus wäre, und immer so weiter und so fort. Everybody get that point, or they need me to explain it again? Kann jeder folgen, oder muss ich das nochmal weiter erklären? Okay, so the point is that the Millerites, they understood this, this, don't know if you can call it a time prophecy, but it was certainly based on time, and it was based upon the land rest cycle. Also die Meleriten, die haben diese Zeitprophezeiung oder diese Zeitspanne hier verstanden, die auf diesem Jubeljahrzzyklus basierte. And they got this based upon the year that they went into captivity. They could no longer keep the cycle, so it marked a beginning point for them. Also sie haben diese Zeitspanne herausgefunden, basierend unter anderem auf dem Jahr, wo sie nach Babylon geführt worden sind. Da konnten sie nämlich nicht mehr länger diesen Zyklus beobachten mit dieser Landruhe. So basically they were going into captivity. Also sie sind in Gefangenschaft geführt worden. Now the whole purpose, this Jubilee, what was its purpose when you go to, Der Sinn und Zweck hinter dem Jubeljahr, was war das? Wenn wir vielleicht da nochmal nachlesen. When you go to verse 3. Mose 25, Vers. okay, if you just go back to verse 9. Gehen wir nochmal zu Vers 9. It says, "Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month, in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.
And ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. A jubilee shall that 50th year be unto you. Ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself, nor gather the grapes in it of the vine undressed, for it is the jubilee. It shall be holy unto you, and ye shall eat the increase thereof out of the field. Vers 12. In the year of this jubilee ye shall return every man unto his possession. So basically, Vers 13. the year of jubilee was a year of release. It was a year where you were set free, right? Also das Jubeljahr war ein Freilassungsjahr, wo du freigesetzt worden bist. So what does that mean for us spiritually? Was bedeutet das für uns geistlich gesehen? And what does it mean for us spiritually? If that's still literally. Yeah, you're freed from your sin, right? Du bist von deiner Sünde befreit. Okay, so because the coming out of Egypt was also a similar illustration with the coming out of their, or freed from the bondage of sin. Denn das Herauskommen aus Ägypten war ja eine ähnliche Darstellung, wo sie auch aus der Knechtschaft der Sünde befreit worden sind. When they came out of Egypt, what was it likened unto? Als sie aus Ägypten kamen, womit wurde das verglichen? The birth of a nation, Mit der right? Geburt einer Nation. So, Sister White says, as the children of Israel called out of Egypt, so, or was it the other way about? But it likens it to the call out of Babylon, right? Babylon has fallen. Coming out of Babylon is likened into the coming out of Also sie Egypt. vergleicht das Herauskommen aus Babylon mit dem Herauskommen aus Ägypten. Okay, so it has some spiritual understanding for us, right? Also es ist eine geistliche Bedeutung dahinter. Now, so they believe from the time that they went into captivity until the time they were set free, right? When they were set free would mark the Jubilee. Also sie haben geglaubt, dass von der Zeit, wo sie in die Gefangenschaft gegangen sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann befreit werden, dass das letztendlich das Jubeljahr dann wäre. Okay, so anyway, but the Millerites, right? First and foremost, they were counting the year 1843 as the year where they were counting down to, right? Also sie haben ja erstmal das Jahr 1843 berechnet, also die Milleriten. Okay, so if you go back 50 years from 1843, it takes you back to the beginning of the year 607, right? Also wenn du von 1843 hinabrechnest, also vom Ende von 1843, und diese Zeitspanne dann rückwärts rechnest, bringt dich das ans Anfangsdatum von 607 vor Christus. But what's wrong with that date? Was ist verkehrt mit dem Datum hier? 607 vor Christus. Why is that date wrong? Warum ist dieses Datum falsch? No, I'm just asking why is it wrong. I'm not asking where it is. I'm saying why is that date wrong? Warum ist dieses Datum hier falsch? Because they took a false study. No, I realise that, Fiona. I'm asking why is it wrong. Explain to me why it's wrong. Explain what's the evidence that that's wrong. Das wäre ein falscher Startpunkt, aber warum ist das falsch? Also was ist der Beweis dafür zu sagen, dass 607 nicht richtig ist? All based upon where, because it didn't start at the beginning of the month, right? It begins on the 10th day of the 7th month, so you need to go basically these 10 No, that won't solve the problem. What's They were in Babylon at 606. It's not okay? How do you know that? That's what I'm asking. What's the evidence? Es war nicht 607, sondern 606 vor Christus. Und woher wissen wir das aber? No, Jeremiah doesn't say any date. Jeremiah just says 70 years. Give me. time accomplished at Babylon or something like this. That's what it says. But I'm asking, where's the proof? Chapter 1. The chart, right? Karte. The chart says 538, overthrow Babylon, right? Die Karte sagt 538, der Umsturz Babylon. So you come back how many years? Und wenn du wie viele Jahre zurückgehst? 70 years, right? 70 Jahre. Okay, so (538), were they set free? 538 vor Christus sind sie befreit worden. When were they set free? Nein, wann sind sie freigesetzt worden? 536, right?
136. So this is the end of the first 70 years in Jeremiah 25, verse 12, Das right? ist das Ende der ersten 70 Jahre aus Jeremia 25, Vers 12. And this is the end of the one in Jeremiah 29 and verse 10, right? Und das ist das Ende der 70 Jahre von Jeremia 29, Vers 10. So 70 years back from this takes us to what date? 70 Jahre von dem hier zurück bringt uns wohin? 606. Okay, 606 vor Christus. 606, right? 606 vor Christus. So 70, right? And this would be Und das wäre hier 70 Jahre zurück. 608, right? Das war 608 vor Christus. So okay, that's your two 70-year prophecies, Das right? sind die beiden 70 Jahre Prophezeiungen. Beginning point, end point, beginning point, end point, right? Anfangspunkt, Endpunkt, Anfangspunkt, Endpunkt. So 606 was the year in Daniel chapter 1 when they went into captivity in Babylon, right? 606 war ja das Jahr, wo in Daniel Kapitel 1 sie in die Gefangenschaft nach Babylon kamen. Okay, and they were released under the decree of Cyrus in the year 536. Und unter Right? dem Dekret von Kyros im Jahr 536 vor Christus sind sie dann freigesetzt worden. But specifically when in 536, and somebody's already mentioned this Aber point, besonders wann im Jahr 536? the fall, right? Im Herbst. Because it's all linked to the fall, right? Das ist alles mit dem Herbst verknüpft. Okay, so this date that the Millerites marked on couldn't be correct, right? Deswegen dieses Datum hier, was die Meriten also markiert haben, das konnte nicht richtig sein. Okay, and they were just, I don't know how they calculated that, but obviously when you count back from 1843 to get that those full cycles from the Jubilee backwards, it would lead you to there, right? Also wenn man halt jetzt zurückrechnen würde von 1843, diese Jubeljahr-Zyklen, dann würde es dich zu dem Datum hier bringen. Okay, so if this is the year that they go into captivity in the fall, that's where you would have to count it from, Aber right? wenn das wahre Jahr ist, wo sie in die Gefangenschaft gegangen sind, dann müsst du das ja als Startpunkt nehmen. Okay, so let's just begin here, right? And let's just keep it simple to begin with. Let's stick it from the no, actually, if it was from the beginning of the if it's from the beginning of the year, it would be 605. You'll see that in a moment, right? So if somebody does the math, if you 1844, okay, and you take away 2450, it'll take you to the year 605. 606. When you count from the beginning of the year. Going back. I always get the years the wrong way around. Also wenn du es jetzt hier vom Wait a minute. 1844, vom Ende 1844 zurückrechnest, bringt sich das an Anfang 606. My fault was that I counted from 1844, right? But the point is that okay, let's ask this question, right? If they're counting, let's do it this way. Let's add 50 years on to 606. Where does it come to? Lass uns das jetzt so machen. Lass uns von 606 2450 Jahre hinzuaddieren. Wohin würde uns das Just bringen? take the beginning of 606, right? Lass uns den Anfang einfach von 606 erstmal Just, benennen. so you got round years. If you were to add it on, right? Also wir haben jetzt runde Nummern. Also wenn wir jetzt hier vom Anfang 606 2450 Jahre hinzuaddieren, wo würden wir enden? To the end, 1844. Yes. Yeah, I'll take you to the end of 1844. Das würde dich dann ans Ende von 1844 bringen. Okay, but the point is that it didn't begin at the beginning; it began in the fall, right? Der Punkt ist, es fing hier nicht am Anfang an, sondern im Herbst. So where would it take you to then? Wohin würde dich das dann folglich bringen? You mean in a No, fall? okay, look, we're starting at the beginning of 606, right? Just a full year 606. We should pass the 1844. Also Yes, that's true. Okay, so if you're starting in the full year of 606 and it takes you to the end of 1844, right? wenn du am Anfang von 606 anfängst
und dann 2450 hinzudienst, bringt dich das ans Ende von 1844. Why does it take you to the end? So- Because of full years. Weil es 2450 full years. This is the first full year, and 1844 is the last full year. Ja, weil das ist das erste Volljahr und 1844 ist das They letzte said Volljahr. we started at the beginning of 606. Yes. So you end at the end of the last year. That's full years, right? Beginning to end. Also die volle Jahr, also es fängt am ersten Jahr an und es endet am Ende des letzten Jahres. Das sind dann volle Jahre. Okay, so if I start at the beginning of that first year, right? I get your point. Okay. So 5 full years takes me to the end of there, right? 5 volle Jahre zum Beispiel würden mich von Anfang bis zum Ende des 5. Jahres bringen. But if we make these years into periods, right, and you begin this, Aber wenn wir diese Jahre in Zeitspannen einteilen würden, also ein Jahr wäre das jetzt hier, right, you would have to go to here to the next year to get a full period, right? aber wenn wir dann sozusagen inmitten des ersten Jahres irgendwo anfangen würden, dann müsste man auch sozusagen, um 5 Ganzjahre zu haben, dann auch schon ins nächste Jahr rübergehen. Yeah, okay. Right. Okay, so the point is you're coming into 1845 now, right? Der Punkt ist, du würdest dann, wenn man hier im Herbst beginnen würde, dann auch schon im Jahr 1845 im Herbst enden. Okay, but go to Revelation 10, Gehen wir jetzt zur Offenbarung 10. verse 4. Offenbarung 10, Vers 4. It says, "And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer." So, when was John instructed to not to write or to seal up the book? Also wo ist Johannes instruiert worden, hier nicht zu schreiben und das Buch zu versiegeln? Okay, October 22nd, right? Am 22. Oktober. It's when time is no longer, it's when the 7 thunders have come to their end. Wenn Right? die Zeit nicht mehr ist und wo die 7 Donner zum Abschluss gekommen sind. Okay, but when you parallel it with Daniel, it's the time of the end, right? Aber wenn du es mit Daniel parallel setzt, ist es die Zeit des Endes. Okay, that's how we've got here the time of the end on October 22nd. Okay, they're marking prophetically the same point, right? Die Zeit des Endes und der 22. Oktober ist markiert prophetisch gesehen dieselben Zeitpunkt. Just one question, because it says the 50th year is the Jubilee, right? Nur eine Frage, es sagt ja, es ist das 50. Jahr des Jubeljahres. So as soon as the 50th year begins, that's already the Jubilee. You understand, correct? Yes. Also sobald das 50. Jahr also anfängt, dann ist es das Jubeljahr. So das anfängt. in order to have the Jubilee of the Jubilee, it's the 2450th year that begins, which marks the Jubilee. Also damit es das Jubeljahr sein kann, muss es das 250. Jahr sein. 2450. Jahr sein, damit das Okay. Jubeljahr anfängt. But remember that we're looking at this from a spiritual aspect, right? No, I understand that. I was just about Aber this. denk dran, wir schauen das von einem geistlichen Aspekt I aus. was just wondering because of the literal prophecy. So it doesn't need to go till the end of the 50th year. It just needs to come to the That's beginning the of. beginning of the Yes, so basically, it would still then from 606 till 1844 would be correct because it doesn't need to be full years. No, it has to go to the next day, it has to go into the year. You still have to finish one year and enter into the next year. You have to go into to begin it. Yeah, but not full years. That's what I mean. So it brings you 1 year earlier where it begins already the Jubilee. Why? Because the 2450th year, it doesn't say at the end of it, but the 2450th year is the Jubilee. No, it's not. No. It's You, right here.
Because you see No, that no, at the no, front no, is wait, the wait. 50th year, that is the Jubilee, not the Jubilee would be the beginning of the next cycle. No, the 2450 takes you to the point where the Jubilees are the next thing that begins. It's not the last year of that is the Jubilee. That's not what we're saying. Also es ist nicht das letzte Jahr hiervon ist das Jubeljahr, sondern das nächste ist Okay, 2451 Jahr wäre das Jubeljahr. 2450 is 14. Okay, so let's do it the other way around because people get confused with this, right? It's 50 times 49 a cycle of 49. Also 2450 wären 50 Zyklen von 49 Jahren. So that's 50 Zyklen von 49 Jahren. okay. So 50 times 49 cycles, right? The next year is the Jubilee of Jubilees. Also 50 Zyklen von 49 Jahren wäre dann das nächste Jahr, wäre ja dann das Jubeljahr der Because Jubeljahre. the 49th year is not the Jubilee, it's the next year. Denn das 49. Jahr wäre nicht das Jubeljahr, sondern das nächste Jahr. So you would get to the 50th, 49th, and then the next year would be the Jubilee, right? Also kommst du 50. Mal, dass du die 49 Jahre nimmst und dann kommst du zum nächsten Jahr ist das Jubeljahr. Okay. Okay. So the point is that when you get here, right, time is no longer. Hierhin kommst, ist die Zeit nicht mehr. Okay. So what problem does that cause? Welches Problem bereitet uns das? Well, either the starting point is wrong or this prophecy doesn't exist. Entweder ist der Startpunkt Okay, falsch I also oder die thought Weissagung, this. die gibt es nicht. But I have some thoughts on this, and this is what I want to test out this morning. Und ich habe aber noch ein paar Gedanken dazu. Also ich habe das auch gedacht, aber ich habe auch noch ein paar Gedanken und die möchte ich einfach testen. So, if this is the fall Also wenn das hier der Herbst ist and this is the fall, und das auch hier der Herbst ist, this would take you, right, when you get here, it would be 2449 would bring you to that point, right? wir haben bisher 2449 Jahre, die dich hier hinbringen würden, richtig? So what are you missing? Was fehlt uns sozusagen? You're missing 1 year, right? Es fehlt ein Jahr, To get 50 times 49 year cycles, right? um 50 mal 49 Jahre zu bekommen. Right? Richtig? Okay. So, okay. Go to Revelation chapter 1. Gehen wir zu Offenbarung Kapitel 1. It says, verse 10, Vers 10. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me the great voice as of a trumpet, saying, I'm Alpha and Omega, the first and the last. What thou seest, write in a book and send it to the 7 churches. Right? So this is marking the point when he's to write and send it. Right? Das ist jetzt der Punkt, wo er schreiben soll und senden soll. Okay, and if it's in agreement with Daniel, it's at the time of the end. Right? Wenn das in Übereinstimmung ist mit Daniel, dann ist es zur Zeit des Endes. So in Millerite history, right? In der Melder-Geschichte Doesn't matter that I've written October 22nd. If I believe that, that's just a. Let me rub it off so people are not getting confused, right? This is the 10 days before October 22nd, 1844, right? Also das sind diese 10 Tage vor dem 22. Oktober 1844. Yes, Einer- just not to say yes, I In understand. einer Anwendung. No, because you're looking confused. On the board we have these 2 10s, right? Auf der Tafel haben wir diese 2 Zehner. 10 days before August 11th and 10 days before October In der 22nd. Miller-Zeit haben wir 10 Tage vor dem 11. August und 10 Tage vor dem 22. Oktober. No, I was just thinking at the very beginning, isn't it? The 10 days before October and things like that. And okay, that's what I'm saying to you. Don't get confused by that, right? Because when you October 22nd, in one sense, is a point in time.
right? 22. Oktober in einem Hinsicht ist ein Zeitpunkt. Right? You come to October 22nd, the door closes. Du kommst am 22. Oktober, die Tür geht zu. It says, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. It's done, finished at that point, right? Das sagt ja, bis 2300 Jahre, dann wird das Heiligtum gereinigt sein. But the Day of Atonement itself is a symbol that's opened out and it's placed on the line, right? Der Tag der Versöhnung als ein Symbol gesehen ist, kann man hinausstrecken und auf die Linie platzieren. So when we take the Day of Atonement, right? Here's the end. Wenn wir den Versöhnungstag anschauen, There's the number 10, right? hier sozusagen 10 Tage vor dem Versöhnungstag, Right. Okay, so historically, historisch gesehen, it's like that, right? wäre es so, richtig? Door closes. End of the parable, the 10 virgins, right? Die Tür geht hier zu am Ende des Gleichnisses der 10 Jungfrauen. But prophetically speaking, this is the Day of Atonement. Aber wenn wir jetzt nicht die historische Anwendung betrachten, sondern die prophetische Anwendung, dann wäre der Versöhnungstag, der beginnt hier im Mitternachtsruf bis zum Ende. Because at the midnight cries, when you come face to face with death, it's Leviticus 16, right? In der Mitternachtsruf, wo du mit dem Tod ins Angesicht kommst, das ist auch 3. Mose 16. The Lord has to take the blood, right? And he takes it into the most holy place, right? Der Herr nimmt dann dieses Blut und er bringt es ins Allerheiligste hinein. And he has to sprinkle it 7 times, Und er muss es dann 7-mal sprenkeln and then says it is finished, und sagt am Ende dann, ist es vollbracht. which is a parallel to the cross. He says it is done, right? Or the vice versa. It is done, it is Wo finished. es eine Parallele ist zum Kreuz, wo Christus auch sagt, es ist vollbracht oder es ist geschehen. Line upon line we're studying here, right? Wir studieren hier Linie auf Linie. And we know that this 10 here, we know that on October 22nd, 1844, the work wasn't finished, right? Wir wissen hier in dieser 10 hier am 22. Oktober 1844 in dieser Darstellung hier, da ist das Werk noch nicht abgeschlossen. And I spent much time last week, I think it was, going to Great Controversy 425, 26, around about there, right? And showing that when Christ comes to the temple the second time, it marks she parallels it with the Day of Atonement when Christ comes in to examine the guests, right? Ich habe letzte Woche viel Zeit verwendet, um zu zeigen, aus großem Kampf 426 und in diese Seitenzahl herum, dass wenn Christus das zweite Mal zum Tempel kommt, dass das letztendlich eine Parallele ist, wo er dann reinkommt, um die Gäste zu untersuchen, was das Untersuchungsgericht ist. So literally in history, October 22nd marks the point where Christ enters in and begins the work of investigating, Also right? buchstäblich historisch gesehen markiert ja der 22. Oktober den Zeitpunkt, wo der Herr jetzt ins Allerheiligste geht und das Untersuchungsgericht beginnt. Right? And for us, it's the beginning of this 10, it's this warning that the door's about to close, right? Für uns, für unsere Darstellung hier ist es der Anfang der 10 und es ist die Warnung, dass die Tür dabei ist zuzugehen. This little 10 here at the end, what happens there In der kleinen 10 hier am Ende, was passiert dort in relation to the Day of Atonement? in Bezug auf den Versöhnungstag? So, sins blotted out, right? Da werden unsere Sünden ausgetilgt. Okay, so, and right at the beginning, we just read there in Revelation chapter 1, he heard behind him the voice of a trumpet. Gleich, direkt hier am Anfang haben wir in Offenbarung 1 gelesen, dass er eine Stimme wie eine Posaune hinter sich gehört hat. Right? So, on 10 days before, 10 Tage zuvor, what happened was ist in the passiert? Jewish history? In der jüdischen Geschichte There was a trumpet. war das Posaunenfest. Feast of Trumpets was warning that the Day of Atonement was coming, right? Das Posaunenfest hat gewarnt, dass der Versöhnungstag vor der Tür stand. But that trumpet is parallel to the trumpet in Revelation chapter 1 and verse 10. It's a warning to us, right, that the door is about to close, right? Aber diese Posaune hier, was eine Parallele ist zu hier Offenbarung 1, Vers 10, ist eine Warnung, dass die Tür dabei ist zuzugehen.
Christ has come in and he's investigating us. Right? Christus kommt hier und untersucht uns jetzt. Remember? Erinnert ihr euch? It seems like all these studies that we've done over the weeks just gone out the window and now we're stuck in literal things, right? Hatte mir den Anschein, dass irgendwie all die Studien, die wir letzte Woche gemacht haben, aus dem Fenster raus sind und wir jetzt uns irgendwie an buchstäblichen Dingen aufhalten. Okay, so what I'm doing is I'm taking a literal history, I'm just placing it on a line, right? Was ich hier mache, ich nehme eine buchstäbliche Geschichte und platziere sie auf die Linie. Okay, so the point is we're marking 1844 here because this is where the investigative judgment begins, where he comes in to examine you, right? Und wir platzieren 1844 hier, weil hier kommt er rein und fängt an, dich zu untersuchen. Okay. Go to Luke chapter 13. Gehen wir jetzt zu Lukas 13. Because we're missing here a year. Denn in dieser Darstellung, da fehlt uns ja noch ein Jahr. But here, time is no longer, so you can't use literal time anymore. Aber right? hier ist die Zeit nicht mehr und hier kann man also keine buchstäbliche Zeit mehr anwenden. Okay. 13, Lukas 13. verse 6. Lukas 13, Vers 6. In verse 6, he says, Lukas 13, Vers 6 bis 9. He spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Okay, so in our line, where do we mark that? Also auf unserer Linie, wo markieren wir Vers 6? Where does he come and find no fruit? Wo kommt er und findet keine Frucht? At the beginning of the 10, Am right? Anfang der 10. So he has mercy on us, right? Und er hat dann Erbarmen mit uns. So the time you ought to be teachers, that one has to come and teach you again, right? Er sagt er, bei der Zeit, wo ihr eigentlich schon Lehrer sein solltet, habt ihr es nötig, nochmal belehrt zu werden. Verse 7. Vers 7. Then said he unto the dresser of this vineyard, Behold, these 3 years, from temple cleansing to temple cleansing, right? Diese 3 Jahre, von Tempelreinigung bis Tempelreinigung. I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about and dung it, and if it bear well, and if not, then after that thou shalt cut it down. So what's he asking for? Wonach fragt er hier? One more year. Nach einem weiteren Jahr. Okay, spiritually speaking, if you add one more year onto that, where does it bring you to? Geistlich gesprochen, wenn du ein weiteres Jahr hinzu addierst, wohin würde dich das bringen? No, not real years. Just, okay, I get what you said, but I'm not, forget back in the Millerite time. I'm just saying, in the Jewish history, if you add 1 year onto that, where will it bring you to? Wenn du ein Jahr hinzufügen würdest in der jüdischen Geschichte, wohin würde ich das It bring bringen? you to the Jubilee, right? Das würde dich dann zum Jubeljahr bringen. It brings you to the point where you get set free. Bringt dich zu dem Punkt, wo du dann am Ende des Jahres freigesetzt werden From wirst. what? Wovon? Your sin, right? Von deinen Sünden. So, it would mark this, right? Das würde das hier darstellen. That's why we've got. I can't do no good lines, but that's why this little 10 is a parallel when you line upon line to the bigger 10, right? Deswegen wäre diese kleine 10 wäre ja parallel dann zu der größeren 10 Linie. Because at the beginning of the 10, he comes in to investigate, and at the beginning of the little 10, the books are opened again and it's done, right? Und am Anfang der 10 kommt er rein und fängt an zu untersuchen. Und dann in der kleinen 10 dort kommt er am Anfang auch rein, öffnet die Bücher und sagt, es ist geschehen. Okay. What were you going to say, Scott? No, nothing. I'm just in anticipation. Okay, so now I could be totally wrong about this, right? Das könnte da mit falsch liegen, mit der Darstellung hier. Okay, it might be that this was a completely fictitious and false understanding that they had, right? Es mag sein, dass diese Zahl hier einfach eine ausgedachte, also falsche Vorstellung war von den Milleriten. Das ist nicht But richtig. the point is that their thinking was correct. The Jubilee marks the point where you get set free from your captivity, Aber right? zumindest
Gedanke dahinter war auf jeden Fall richtig, dass das Jubeljahr dann den Punkt markiert, wo du freigesetzt wirst von deiner Knechtschaft. Okay, but go into the live stream. I've put some quotes there. Gehen wir jetzt in die Livestream-Gruppe, da habe ich ein paar Zitate So hineingepostet. the first one from Great Controversy. Erst vom großen Kampf. It says, Christ had come not to the earth as they expected, but as foreshadowed in the type, to the most holy place of the temple of God in heaven. He represented by the prophet Daniel, or he is represented by the prophet Daniel as coming at this time to the Ancient of Days. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came not to the earth, but to the Ancient of Days, and they brought him near before him. This coming is foretold also by the prophet Malachi. The Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. The coming of the Lord to his temple was sudden, unexpected to his people. They were not looking for him there. They expected him to come to the earth in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, that obeyed not the gospel. But the people were not yet ready to meet their Lord. There was still a work of preparation to be accomplished for them. Light was to be given, directing their minds to the temple of God in heaven. And as they should by faith follow their high priest in his ministration there, new duties would be revealed. Another message of warning and instruction was to be given to the church. Okay, so when you come to 1844, what was to be given them? Also, wenn du jetzt 1844 kamst, was sollte ihnen gegeben werden? Light. Licht sollte gegeben werden. Okay. So at the beginning of the 10, you get this light comes, right? Am Anfang der 10, da kommt dieses Licht an. It's the vision of the light and the exceeding bright light, right? Vision des Lichts und des überaus hellen Lichts. And they were not ready, right? Aber sie waren noch nicht bereit. So light had to come to them and point their minds to where? Licht sollte jetzt kommen und sollte ihren Verstand wohin bringen. Had to point them into the sanctuary. They had to understand the work that Christ was doing for them, right? Sie ins himmlische Heiligtum führen und sie sollten das Werk jetzt verstehen, was Christus für sie tun würde. Okay. Next quote. Nächstes Zitat. After Jesus opened the door of the most holy, the light of the Sabbath was seen, and the people of God were tested as the children of Israel were tested anciently to see if they would keep God's law. So, the door was opened on October 22nd, right? Die Tür wurde am 22. Oktober aufgetan, richtig? It was not when Christ was coming back to burn up the earth, Es war nicht, als Christus zurückkam, um die Erde zu verbrennen. okay? It was marking a point now where light was to come to them and bring them in so they could understand this work that he was doing for them in the most holy place. Das war jetzt Right? ein Punkt, wo jetzt Licht zu ihnen kam, sodass sie dann das Werk Christi im Allerheiligsten verstehen konnten. And it says that the light was the light on the Sabbath. Und sagt hier, Right. dass das Licht über den Sabbat war, was sie erhielten. Okay, so the 2450th year, what was it? Das 2450. Jahr, was war das für ein Jahr? Sabbath. Yes. It was a Sabbath, Das war ein Sabbatjahr. right? So this one more year was a Sabbath, right? Das war ein Sabbat, ja. Have we get this point? Verstehen wir das? Okay, right? So light was to come to them, and the light was to teach them about the Sabbath, right? Licht sollte zu ihnen kommen und dieses Licht sollte sie über den Sabbat lehren. Okay, it says there, after Jesus opened the door of the most holy place, the light of the Sabbath was seen. The people of God were tested, as the children of Israel were tested anciently to see if they would keep God's law. Where were they tested anciently to see if they would keep God's law on the Sabbath? Wo sind sie in der Antike getestet worden, um zu schauen, ob sie den Sabbat halten würden? Agricultural side.
go to Exodus 16. Gehen wir zu Done 2. this Mose several 16. times recently. Go to verse 4. 2. Mose 16, Vers 4. Verse 4, it says, Vers 4 sagt uns, Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or not. So what's the Lord do? was tut der Herr hier? Testing them. Prüft sie. Okay, so he's testing them about the Sabbath. Prüft sie jetzt bezüglich des Sabbats. Okay, because it says in verse 5, Dann sagt uns weiter in Vers 5. It shall come to pass that on the sixth day they shall prepare that which they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. Right? And that's this right here, right? So Das wäre hier. we 1, 2, 3, 4, 5, and this was the sixth day, right? 1, 2, 3, 4, 5 und das wäre der 6. Tag gewesen, Where richtig? you get double, Wo du das Doppelte bekommst. right? And the seventh day was the rest, right? Der 7. Tag war dann die Ruhe. Which is parallels the Jubilee, right? Was auch dann vom Sinn her das Jubeljahr parallel setzen würde. Right? Big point. So, and you just go to verse 22. Wenn wir jetzt zu Vers 22 kommen. And it came to pass that on the sixth day they gathered twice as much bread, 2 omers for one man, and all the rulers of the congregation came and told Moses. And he said unto them, This is that which the Lord hath said, Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and seeth that ye will see it, and that which remaineth over lay up for you to be kept in the morning. Right? So, it was the Sabbath of rest. It's marking 23. this rest where you entered into the land. Right? Sabbat der Ruhe, das markierte jetzt die Ruhe, wo du ins Land eintratst. So, right here, what do you have here followed by here? This year followed by this year. Und in dieser Darstellung, was haben wir hier? Was ist dieses Jahr gefolgt von diesem Jahr? Both a Sabbath, right? Und beide ein Sabbat. So you have this Sabbath followed by the very next thing is another Sabbath. Ein Sabbat gefolgt von einem weiteren Sabbat. So you get to this point, right? Time is no longer. This is teaching us something. If this is correct, this one more year. This would be the 2450th year, right? Also, wenn wir hier hinkommen und wenn jetzt diese Darstellung richtig ist, dann wäre hier die Zeit ja nicht mehr und dann wäre das noch dieses eine zusätzliche Jahr, geistlich gesehen, das 2450. Jahr, Which is a Sabbath. was ein Sabbatjahr ist. And that's what they had to learn. They had to learn to keep the Sabbath in order to enter into the Jubilee. Und das ist ja, was sie lernen mussten. Sie mussten lernen, den Sabbat zu halten, um ins Jubeljahr eintreten zu können. Okay, so just go now back to Leviticus 25 Jetzt zurück zu 3. Mose 25. and verse 8. 3. Mose 25, Vers 8. It says, And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. So this would be the 49th year, right? Das wäre das 49. Jahr gewesen. Okay. Richtig? Just 50 times 49 year cycles, and this would be the 49th year of the 50th cycle. Also sind 50 mal diese 49 Jahre und das wäre das 50. Mal dieser 49 Jahre. Okay. That's not what I said, but it doesn't matter. Right. Das- Okay, so in verse 9, Vers 9. it says, Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. So, you have a trumpet here
10 days before, right? Posaune hier 10 Tage zuvor. But on the Day of Atonement, the trumpet was to sound. Aber hier am Versöhnungstag, da sollte die Posaune erscheinen. When was it to sound on that day? Und wann sollte es an diesem Tag erscheinen? What's it sounding? Then shall thou cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month, and the Day of Atonement shall you make the trumpet to sound throughout all your land. What's it sounding? Was lässt es hier erklingen? Jubilee. Okay, sound the Jubilee. What's the Jubilee? Also läutet das Jubeljahr ein, und was ist das Jubeljahr? You've been freed from your sins. So when on the Day of Atonement is the trumpet sounding? Du bist von deinen Sünden befreit worden. Also wann am Versöhnungstag erschallt die Posaune? End of The end, right? Am Ende des Versöhnungstags. Can't be sounding it at the beginning, right? Because nobody's had their sins blotted out yet. Kann nicht am Right? Anfang erschallen, weil die Sünden noch nicht ausgetilgt worden sind. So, marking the beginning of the investigative judgment, and then you have this trumpet at the end. Okay, marking the end. Also Of the markiert hier den Anfang des Untersuchungsgerichts und dann am Ende, also diese Posaune des Jubeljahres, wo es das Ende des Untersuchungsgerichts Okay. markiert. And if you go to 1 Corinthians chapter 15, Wenn wir zu 1. Korinther Kapitel 15 gehen. verse 52. 1. Korinther 15, Vers 52. Korinther 15, Vers 52. It says, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. So what's that marking this last trumpet? Was wird hier als die letzte Posaune markiert? Was markiert sie? Resurrection. Right, when you're resurrected from your grave, right? Wenn du auferweckt wirst aus deinen Gräbern. Okay, in Ezekiel 37, what resurrected them from the grave? In Hesekiel 37, was hat sie aus ihren Gräbern aufgeweckt? Wind. No, when the breath entered into them, right? Als der Odem in sie kam. Right? When you stand upon your feet and you've had your sins blotted out, it marks this resurrection, right? Also wenn du auf deinen Füßen stehst und deine Sünden ausgetilgt worden sind, das markiert diese Auferstehung. And it's pointed forward to Christ's second coming because Das weist vorwärts auf die Wiederkunft Christi. let's just rub this. This is the seventh plague, right? Das ist ja auch die 7. Plage, richtig? Okay, so it's marking this last trump because the first resurrection there, but when Christ comes, it's this resurrection where they resurrect them from the dead and they go up into the air to meet Christ, right? Can you repeat the first part? Das works, ne? Special Also resurrection. markiert die besondere Auferstehung, das ist die allgemeine Auferstehung. And this is when resurrection when Christ comes. Das ist die right? letzte Posaune, wo dann Christus kommt. So these types are just paralleling the antitype, right? Diese Typen, die stehen nur parallel zu diesem Antitypus. Okay, go the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. Book of Education. Aus dem Buch Erziehung. Just got a few quotes to read and we'll finish. Wir haben noch diese paar Zitate hier zu lesen und dann kommen wir zum Abschluss. It says, in apportioning the inheritance of his people, it was God's purpose to teach them, and through them the people of after generations, correct principles concerning the ownership of the land. The land of Canaan was divided among the whole people, the Levites only as ministers of the sanctuary being excepted. Though one might for a season dispose of his possession, he could not barter away the inheritance of his children. When able to do so, he was at liberty at any time to redeem it. Debts were remitted every 7th year, and in the 50th, or the year of Jubilee, all landed property reverted to the original owner. Thus, every family was secured in its possession, and a safeguard was afforded against the extremes either of wealth or poverty. Now, the point I'm making is that
those yearly cycles, they have to mean something for us. They have to point us to this Jubilee at the end of the world, Diese right? jährlichen Zyklen, die müssen ja auch irgendwas für uns bedeuten. Die müssen hier aufs Jubeljahr am Ende der Welt hinweisen. Okay, so the point here, on 1844, on the Day of Atonement, John was told, seal up the book, right? Das ist hier im Versöhnungstag 1844, wurde Johannes gesagt, versiegle das Buch. And he's told to seal up the book on the 2449th year, right? Und ihm wurde gesagt, das Buch zu versiegeln am 2449. Jahr. Right? Richtig? But at the exact same point, prophetically in time, the book was to be opened. Right? Genau zum selben Zeitpunkt prophetisch gesehen sollte das Buch geöffnet werden. And the same point prophetically in time is the beginning of the number 10. Right? Derselbe Zeitpunkt prophetisch gesehen ist der Anfang der Nummer 10. So we have to have this literal illustration to bring us to that point in time historically, so that we can know where that point in time is prophetically. Wir brauchen diese historische, buchstäbliche Darstellung, um zu wissen, wo er in der Zeit stand, buchstäblich gesehen, um dann zu wissen, wo er dann letztendlich prophetisch stehen wird in unserer Zeit. So when we come to the beginning of the number 10 and the book is opened, light is going to come to us to point us to the Sabbath, right? Also wenn wir dann am Anfang der 10 kommen, dann wird also Licht uns gegeben werden, was uns auf den Sabbat hinweisen wird. Yes, but I'm just making this point because it's the 2450th year is about the Sabbath, right? Das 2450. Jahr ist ja dann über den Sabbat. And Christ specifically comes there and says, I'm going to give you one more year, right? Christus sagt ja ganz besonders, ich werde euch ein weiteres Jahr geben. Symbolic, right? Not Symbolisch year, gesehen. not literal, right? Nicht buchstäbliches Jahr. So this 2449 is just also brings you to a point that becomes a symbolic point, right? Deswegen diese 2449 buchstäblichen Jahre, die bringen dich zu einem Punkt, wo es dann danach symbolisch wird. No, it's a symbolic point. Das ist ein symbolischer Punkt. Because this is the literal point in time, but it's pointing forward to a symbolic marker, Also right? das war ein buchstäblicher Zeitpunkt, aber das weist sich vorwärts auf einen symbolischen Markstein. Where Christ is going to come to look and see if there's fruit on the tree and says, okay, I'm going to give you one more here, right? Da kommt nämlich Christus, schaut, ob Frucht am Baum ist und dann sagt er, okay, ich gebe euch noch ein weiteres Jahr. So if you just add 1 year onto it, right, symbolically, it's this year, the 2450th year. Also wenn noch ein Jahr hinzuaddierst, ein symbolisches Jahr, ist das dann dieses 2450. Jahr. There's a trumpet blows at the beginning of it. Das ist eine Posaune, die am Anfang erschallt There's a trumpet blows at the end of it, und eine Posaune, die am Ende erschallt, where you enter into the Jubilee. wo du ins Jubeljahr eintrittst. Everybody see the logic? Kann ihr Logik folgen? Right. Okay, so without that, you can just throw that in the bin because you can't do anything with those cycles. What do they even mean to us, right? They have no meaning or no value at all, right? Ohne das könnten wir diese Zyklen sozusagen eigentlich vergessen, weil die hätten dann überhaupt gar keine symbolische Bedeutung für uns. Okay, they had to point to something for us to establish ourselves in what it means, so that we can parallel it with something in our time, right? Wir mussten historisch gesehen auf etwas hinweisen, dass wir dann verstehen können, wie sich das da erfüllt hat, damit wir wissen können, was es für unsere Zeit hier bedeutet, dass wir es parallel setzen können. Okay, this next quote from the Book of Education. Das From Christian Experience and Teaching. nächste Zitat ist aus CET. It says, "The sun came up and the moon stood still. The streams ceased to flow. Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. But there was one clear space of settled glory, whence came the voice of God like many waters, which shook the heavens and the earth. The sky opened and shut and was in commotion. The mountains shook like a reed in the wind and cast out ragged rocks all around. The sea boiled like a pot and cast out stones upon the land." This is the 7th plague. Das ist die 7. Plage, die hier beschrieben wird. "And as God spoke the day and the hour of Jesus' coming and delivered the everlasting covenant to his people, he spoke one sentence and then paused while the words were rolling
through the earth. The Israel of God stood with their eyes fixed upward, listening to the words as they came from the mouth of Jehovah, and rolled through the earth like peals of loudest thunder. It was awfully solemn. And at the end of every sentence, the saints shouted, "Glory, Alleluia." Their countenances were lighted up with the glory of God, and they shone with the glory as did the face of Moses when he came down from Mount Sinai. The wicked could not look on them for the glory. And when the never-ending blessing was pronounced on those who had honoured God in keeping his Sabbath, there was a mighty shout of victory over the beast and over his image. Then commenced the Jubilee, when the land should rest. I saw the pious slave rise in triumph and victory, and shake off the chains that bound him, while his wicked master was in confusion, and knew not what to do. For the wicked could not understand the words of the voice of God. Okay? So you see that when at the baptism of John, when Christ spoke, did many people not understand the words of Christ, right? Or the word of God? Also bei der Taufe von Christus, als Gott gesprochen hat, haben wir viele die Worte Gottes nicht verstanden. Right, because it's marking the baptism, right? Das ist die Taufe ja hier markiert. It's marking where you're raised out of your grave, right? Geht ja auf den Punkt, wo du aus deinem Grab auferweckt wirst. So the baptism, this resurrection from sin, this is all pointing forward to the literal second coming of Christ, right? Diese Taufe, die Auferweckung und die Befreiung hier von Sünde, das ist alles markiert letztendlich den Punkt, wo Christus buchstäblich wiederkommen wird. Okay. Yeah. Last quote. Die Klugen werden verstehen. Letztes Zitat. After seven Sabbaths of years, 7 times 7 years, came that great year of release, the Jubilee. Then shalt thou cause the trumpet of the Jubilee to sound throughout all your land, and ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto the inhabitants thereof. It shall be a Jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man to his family. On the 10th day of the 7th month, and the day of atonement, the trumpet of the Jubilee was sounded throughout the land. Wherever the Jewish people dwelt, the sound was heard, calling upon all the children of Jacob to welcome the year of release. On the great day of atonement, satisfaction was made for the sins of Israel, and with gladness of heart the people would welcome the Jubilee. So the Jubilee had to start according to the agricultural year, right? Das Jubeljahr, das sollte halt gemäß des landwirtschaftlichen Zyklus starten. Not according to the literal years. Also nicht gemäß der buchstäblichen Jahre. Okay. So remember, the agricultural years go from fall to fall. Die landwirtschaftlichen Jahre, die gingen von Herbst bis Herbst. So on the Day of Atonement, as soon as it finishes and he blots out the sin, they'll blow that trumpet and the Jubilee would begin, right there. Versöhnungstag, sobald der Hohepriester die Sünden ausgetilgt hat, dann würden die Posaunen erklingen und das Jubeljahr würde dann sofort beginnen. Okay, so it says, as in the sabbatical year, the land was not to be sown or reaped, and all that it produced was to be regarded as the rightful property of the poor. Certain classes of Hebrew slaves, all who did not receive their liberty in the sabbatical year, were now set free. But that which especially distinguished the year of Jubilee was the reversion of all landed property to the family of the original possessor. By the special direction of God, the land had been divided by lot. After the division was made, no one was at liberty to trade his estate, neither was he to sell his land unless poverty compelled him to do so, and then, whenever he or any of his kindred might desire to redeem it, the purchaser might not refuse to sell it, and if unredeemed, it would revert to its first possessor or his heirs in the year of Jubilee. Okay? So, last verse. Just go to Genesis 15. Letzter Vers, 1. Mose 15. Because this is the fulfillment of the promise given to Abraham. Das ist die Erfüllung der Verheißung, die dem Abraham gegeben wurde. Verse 18. 1. Mose 15, Vers 18. It says, in the same day the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto thy seed I have given this land.
from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. The Canaanites, the Kenizzites, the Cadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaims, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, the Jebusites. 10. Right? Bis Vers 21, 10 Nationen. And this is when Joseph gets set over all the land of Egypt. Das ist ja auch der Punkt, wo Josef über das ganze Land Ägypten gesetzt wird. Right? We all see the correlation of these things now. Können wir den Zusammenhang erkennen. I'm sorry for all the mathematical... it's difficult to portray these things, right? At least for me. But Es ist manchmal schwer, das alles darzustellen, vor allem wenn es um Mathematik geht hier. but does everybody get the logic? Aber kann jeder zumindest der Logik folgen. Right? I think the logic's sound, but I'm open to be corrected on that. But what I'm saying, Ich denke, die Logik, die ist vernünftig, aber ich bin auch noch offen, da korrigiert zu werden. everything fits into place. It says you have to bring all the evidence together. If you can prove your theory without a contradiction. Alles passt an Then seinen you know Platz you have the und die truth. Regel ist ja, wenn du alles zusammenbringen kannst ohne einen Widerspruch, dann kannst du wissen, dass du die Wahrheit hast. So what we have is we have a correct beginning point confirmed by the chart, Also was wir haben einen richtigen Startpunkt bestätigt durch die Karte, a correct end point, einen richtigen Endpunkt, right? 1 year short. ein Jahr aber zu kurz. And we know that this represents a year. Wir wissen aber auch, dass das hier ein Jahr Spiritually speaking. symbolisch oder geistlich gesehen repräsentiert And it brings us to the Jubilee. und das bringt uns am Ende dann zum Jubeljahr. Alright? Richtig? Okay, so hopefully we can all see that. Ich hoffe, dass wir das alle sehen können. Does anybody's got any other things they want to add to in their own studies? That is, Wenn jemand noch irgendwas da hinzufügen möchte, dann bitte führt euch frei dazu. okay, let's close with there. Lass uns mit Gebet abschließen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für den heutigen Morgenandacht. Heavenly Father, we thank you for this morning worship. Wir danken dir, dass du uns wieder zusammengebracht hast, um dein Wort zu studieren. We thank you that you gathered us again together to study your word. Das ganze Licht, was du auf uns heute Morgen ausgegossen hast. Thank you for all the light that you put upon us today. Und ich bitte dich, lieber Gott, gib uns das Verständnis, gib uns Weisheit, alles, was wir jetzt studiert haben, zu verstehen. And please, dear Lord, give us wisdom and understanding to understand all those things that we just studied. Was die Zykluszeiten jetzt auch für uns bedeuten. What these times and cycles represent for us. Für unsere Zeit, was das Jubeljahr bedeutet, auch für uns. That we understand what the Jubilee means for us. Und ich bitte dich, lieber Gott, hilf uns, über das zu nachdenken, über den Tag, And please help us also to think about these things noch throughout the day. nachstudieren That we study it und dir folgen. and that we follow you. Ich bitte dich, segne den Tag, sei unter uns, segne unsere Geschwister, alle, die jetzt mitgeschaut haben. And please bless this day, bless us, bless our brethren that watched via live stream. Und dass unser Blick immer auf dich gerichtet ist und dass wir immer die Verbindung mit dir haben und dass uns nichts mit dir trennen kann. And that our eyes are always turned upon you and that we have this connection with you and that Und ich danke dir. nothing separates us from you. Und ich danke dir für alles im Namen Jesu. Amen. I want to thank you for all this in Jesus' name. Amen.